größte Herausforderung bei diesem Wettbewerb war es, eine KI zu entwickeln, die auch mit mehreren Gegnern zurechtkommt. Im Gegensatz zu Spielen mit 1 oder 2 Spielern gibt es zu Multiplayer-Games relativ wenig Literatur. Daher mussten wir viel experimentieren. Die Performance einer Strategie hängt immer davon ab, wie gut die anderen Spieler sind. Da wir die anderen Teams nicht allein durch das Spielen auf dem Online-Server einschätzen konnten, war es umso schwieriger, eine Strategie zu finden, die mit allen möglichen unbekannten Gegnern zurechtkommt. Wir sind 3 Studenten aus Aachen. Im Studium liegt unser Fokus auf Machine Learning und Data Science. Daher fanden wir es besonders spannend, als Projekt eine KI zu entwickeln und unser Wissen anzuwenden. Wir kennen uns bereits seit Beginn des Studiums und auch abseits der Uni treffen uns gemeinsam Filme zu schauen oder Karten zu spielen. Reinforcement Learning. Das war unser erster Gedanke, als wir die Aufgabenstellung gelesen haben. Mit Reinforcement Learning kann ein neuronales Netz selbst die beste Strategie lernen. Um diese Idee umsetzen zu können, brauchen wir Daten. Sehr, sehr viele Daten von vielen Spielen mit unterschiedlichen Strategien. Also haben wir als erstes die Spielumgebung reverse engineert, einen Simulator in Python implementiert und eine Dummy Policy geschrieben. Diese simple Strategie simuliert zufällige Schritte in die Zukunft und schaut, auf welchem Pfad sie am längsten überlebt. Sie dient uns als Benchmark-Test für die KIs anderer Teams und für unsere eigenen Strategien. Als nächstes haben wir die Client-Server-Verbindung aufgebaut und einen Docker-Container mit unserer Dummy-Policy in Endlosschleife auf einem Raspberry Pi laufen lassen. Damit waren wir so ziemlich von Anfang an dabei und haben alle Spiele aufgezeichnet. Im Grunde lief es gut. Wir konnten jeden Tag hunderte von Spielen aufnehmen. Aber unsere simple Dummy-Policy erreichte eine Winrate von über 50%. Und das hat uns vollkommen überrascht. Sie sollte eigentlich verlieren. Die genaue Analyse der Spieldaten hat gezeigt, Interaktionen mit anderen Teams waren tatsächlich sehr selten. Unsere Gegner waren fast ausschließlich Serverbots mit sehr simplen Strategien, die bereits für unsere Dummy-Policy keine besondere Herausforderung waren. Die Teams, gegen die wir gespielt haben, hatten anfangs noch keine besonders ausgereiften Strategien oder haben einfach sehr selten gespielt. Mit diesen Trainingsdaten konnten wir unseren Reinforcement Learning Ansatz komplett vergessen. Wir konnten nämlich nicht ausschließen, dass die anderen Teams, so wie wir auch, ihre fortgeschrittenen Strategien zurückgehalten haben und stattdessen nur einfache, schwache Strategien auf dem Server laufen ließen. Unser Reinforcement Learning Agent würde daher nur gerade gut genug werden, um gegen diese schwachen, bekannten Strategien zu gewinnen. Wir mussten uns etwas komplett Neues überlegen. An sich hatten wir eine ganz gute Policy, die auch gewinnt. Unsere Dummy Policy konnte trotz ihrer recht simplen Strategie bereits gegen viele Gegner bestehen. Also beschlossen wir darauf aufzubauen und bessere Heuristiken dafür zu finden. Eine Heuristik beantwortet die Frage, wie finden wir mit unvollständigen Informationen und in beschränkter Zeit eine praktikable Lösung. Also genau das, was wir brauchten. Eine simple Heuristik wäre etwa die Pathlands, wie wir sie schon für unsere Dummy Policy verwendet haben. Wir schauen dabei für jede Aktion, ob wir danach noch eine bestimmte Zahl an Schritten, meinetwegen 5, überleben können. Das ermitteln wir über eine beschränkte Tiefensuche. Eine weitere Heuristik, die wir verwenden, ist die Region-Heuristik. Diese betrachtet, wie groß die Region ist, in der wir uns befinden und wie viele Gegner darin sind. Je größer die Region und je weniger Gegner, desto höher der Wert. Große Regionen geben uns viel Platz, den wir ausfüllen können. Dort können wir dann auch mehr Runden überleben. Zusätzlich können wir in einer morphologischen Opening-Operation dünne Wände, die wir überspringen können, ausblenden. Und umgekehrt können wir mit einer Closing-Operation schmale Durchgänge schließen, die sonst von Gegnern leicht geschlossen werden könnten. Die Region-Heuristik ändert sich meist nicht stark von Schritt zu Schritt. Je mehr Schritte wir die Zukunft simulieren, desto eher können wir einen Sprung finden, mit dem wir eine neue Region erreichen. Dann kann sich der Wert drastisch ändern und unsere Agenten somit ermutigen, zu beschleunigen und einen Sprung ins neue Gebiet zu wagen. Wenn wir nur einen Pfad simulieren, dann ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass wir auch einen optimalen Weg finden. Deswegen verwenden wir eine Monte-Carlo-Simulation. Das heißt, wir probieren viele zufällige Pfade aus und wählen dann das beste Ergebnis aus. Das Herzstück unserer Strategie ist die Composite-Heuristik. Diese erlaubt es, unsere bisherigen Heuristiken zu komplexen Ensembles zu verbinden. Damit war es uns möglich, auch komplexe Board-States auf einen einzelnen Wert zu reduzieren. Um nun auch die Aktionen unserer Gegner mit einzubeziehen, nutzen wir die Occupancy Map. Sie berechnet die Wahrscheinlichkeit für jede Zelle, dass diese in der näheren Zukunft von einem Gegner belegt wird. Im Grunde simulieren wir jede mögliche Aktion unserer Gegner.
und schauen, mit welcher Wahrscheinlichkeit jedes Feld dadurch belegt werden kann. Damit sieht unser Agent, wie sich die Gegner bewegen können und kann ihnen ausweichen. So gesehen abstrahieren wir die Gegner in der Occupancy Map, womit wir konzeptionell aus dem Multiplayer-Game ein stochastisches Singleplayer-Game erzeugen, was die Berechnungen an einigen Stellen deutlich vereinfacht. Die Occupancy Map erlaubt uns kurzfristig, den Gegnern auszuweichen, während die Heuristiken uns eher langfristig zu einem vorteilhaften Board-State führen. Um die optimale Kombination an Heuristiken zu finden, haben wir eine Tournament-Umgebung entwickelt. Damit konnten wir verschiedene Policies lokal gegeneinander antreten lassen. Eigentlich genauso wie auf dem Server, nur in einem Bruchteil der Zeit. Für den Anfang haben wir einen Pool von Policies geschrieben und dann mit einem evolutionären Ansatz unsere Strategien dagegen iterativ verbessert. Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen, haben wir jedes Matchup von Policies in mehreren hundert Spielen auf unterschiedlich großen Boards und verschiedenen Anzahlen von Gegnern getestet. Mit den Daten aus dem Turnier und der Analyse einzelner Spiele konnten wir feststellen, wie gut sich eine Strategie behauptet hat. Damit ließen sich auch die Parameter einer Strategie entsprechend feintunen. Letztendlich ist unsere Lösung ziemlich komplex und verschachtelt. Wir unterscheiden die Spielphasen in Early, Mid und Late Game. Für jede einzelne Phase verwenden wir eine andere Policy, die auch andere Anforderungen erfüllen muss. Im Early Game gibt es noch sehr viele Bewegungsmöglichkeiten. Dadurch kann man den Raum relativ frei gestalten und schon früh Regionen abstecken. Wir nutzen diese Freiheiten für ein aggressives Spielverhalten. Dazu versucht unsere Policy, nahe Gegner gezielt abzuschneiden und einzukreisen. Am Anfang andere Spieler auszuschalten, gibt uns mehr Freiraum im Midgame. Während des Midgames ist der Raum schon deutlich eingeschränkter und grobe Regionen lassen sich erkennen. Um zwischen diesen zu wechseln, werden Sprünge deutlich wichtiger. Als Resultat versuchen wir in dieser Phase zwar weiterhin Abschneidemanöver durchzuführen, legen aber mehr Wert auf die Region-Heuristik, um den größten Raum für uns zu beanspruchen. Ob wir aggressiv oder konservativ vorgehen, machen wir davon abhängig, ob Gegner in der Nähe sind. Durch dieses Vorgehen sollten wir uns in eine vorteilhafte Situation für das Late Game manövrieren können. Als Late Game bezeichnen wir, wenn wir uns alleine in der größten geschlossenen Region befinden. Das heißt, wir können diesen Raum nun sehr langsam ausfüllen, um möglichst viel Zeit rauszuholen. Da es die größte Region ist, werden wir damit alle anderen Gegner überleben. Sollte sich die Größe und Attraktivität der Region ändern, etwa wenn ein anderer Spieler sie betritt, wechseln wir wieder in die Midgame Policy, welche Sprünge erlaubt. Somit können wir die aktuelle Region auch wieder verlassen und sind nicht im langsamen Ausmalverhalten gefangen. Zusammenfassend kann man sagen, dass unsere Policy sehr flexibel ist und dadurch auf verschiedene Situationen reagieren kann. Wir haben über die gesamte Zeit des Wettbewerbs hinweg weiterhin Daten von dem Online-Server gesammelt, um die Entwicklung der anderen Teams mitzuverfolgen. Insbesondere in den letzten 2 Wochen vor Ende der Abgabefrist waren da auch deutlich mehr interessante Spiele zu beobachten. Insgesamt haben wir über 17.000 Spiele online gespielt und aufgezeichnet. Mit dieser Menge an Daten hätten wir vielleicht auch, wie wir ursprünglich geplant hatten, Policy Clustering und Imitation Learning umsetzen können. Damit ließen sich dann gegnerische Aktionen um einiges besser vorhersagen. Wir haben euch jetzt nur die wichtigsten Konzepte vorgestellt und eine Menge ausgelassen. Wenn ihr unser Projekt interessant fand und mehr darüber wissen wollt, unser Paper und den gesamten Code findet ihr auf GitHub.